Ich habe es wieder getan und zwar Orchideen gekauft. Ich nehme euch heute mit auf mein erstes Unboxing-Video. Ich bin schon ganz gespannt, weil ich das noch nie gemacht habe. Und ich bin auch gespannt auf die Pflanzen, die sich da drin verbergen. Ich habe bei der Orchideengärtnerei tatsächlich noch nie bestellt. Ich habe schon mal Pflanzen von denen mitgebracht bekommen, freundlicherweise. Aber selber online bestellt habe ich noch nicht. Und ja, ich nehme euch jetzt mal mit. Ist es nicht erfrischend, mal nicht mich im Bild zu sehen? Ich finde irgendwie schon. Das Päckchen, das ich heute mit euch auspacken möchte, ist von Orchids & More, eine Orchideengärtnerei ganz im Süden Deutschlands, in der Nähe von München. Und ich habe da bestellt auf eigene Kosten. Das ist also unbezahlte Werbung, wenn es überhaupt Werbung ist. Wir packen jetzt mal gemeinsam aus und ich habe mich hier schon ausgestattet. Und so, wir wollen mal schauen. Das ist eine Gemeinschaftsbestellung. Ich habe zusammen mit meinem Orchideen-Buddy Orchida CAE XYZ, so bei Instagram, bestellt. Und da müssten 2 Pflanzen für ihn drin sein und relativ viele für mich. Und das ist eine tolle Orchideengärtnerei mit einer riesigen Auswahl und auch einer großen Bandbreite, wie ich finde, an Orchideengattungen. Und ich habe da bestellt, weil die eine große Anzahl an terrestrischen Orchideen haben. Und da bin ich ganz heiß drauf, wie ihr vielleicht wisst. Das ist so mein neues Thema. Seit ich in Thailand war, bin ich ganz verrückt nach terrestrischen Orchideen, insbesondere eben aus Südostasien. So, das sieht schon mal total gut verpackt aus. Ein bisschen Lesestoffer oben drauf und jetzt hier jede Menge Kunststoff. Da wisst ihr vielleicht, das kann man gut wiederverwerten, wenn ihr Orchideentöpfe bepflanzt, die relativ groß sind und wo ihr keine Drainage braucht, die gleichzeitig beschwert, ist so ein Styropormaterial super. Man muss nur einmal vorher austesten. Manchmal sieht es ja wie Styropor aus, ist aber irgendwie aus Maisstärke oder so gemacht und dann löst es sich einfach in Wasser auf. Das könnt ihr schauen, dann ist es kompostierbares Material. Aber das sieht mir jetzt ein bisschen aus wie Kunststoff und ja, was mache ich jetzt damit? Ich lasse es mal neben mich fallen. Und da sieht man schon das erste Blatt. Mal ganz vorsichtig und hebt noch ein bisschen was ab. Da kommt noch mehr zum Vorschein. Ist auch bestimmt so ein bisschen ASMR. So, versprochen, kommt nicht wieder vor. So, ich glaube, jetzt können wir mal anfangen zu schauen, was wir hier haben. Das sieht aus, als würde ich so rausbekommen. Also sehr gut verpackt, muss man sagen. Also tatsächlich wenig Substrat rausgefallen und das ist nicht selbstverständlich bei so terrestrischen Orchideen. Die haben ja meistens dann sehr feines Substrat und das irgendwie hinzubekommen ist schon eine Kunst. Das hat hier ganz gut geklappt und da seht ihr schon, da ist Laub dran. Ich würde mal einen Wild Guess wagen, dass das die Habenaria dentata ist. Ja, da habe ich recht behalten. Die Habenaria dentata ist relativ weit verbreitet in Südostasien und ja, macht ganz, ganz schöne, elegante, weiße Blüten mit leichten Zähnen. Was ist das? Ja, also die sieht schon mal sehr gut aus und das Substrat ist im Topf geblieben. Und ja, terrestrische sind ja meistens knollenbildende Pflanzen und gehen auch häufig in Winterruhe. Das heißt, es hätte jetzt auch sein können, dass das Laub schon total krass entwickelt ist oder noch total wenig entwickelt. Also ich bin ganz glücklich, da ist auf jeden Fall schon eine Menge als Photosyntheseleistung da. So, dann schauen wir mal weiter. Ich versuche mal, nehmen wir mal erstmal diese hier. Das
sieht nach einer Orchidee aus, die nicht für mich ist. Das könnte eventuell die Paphiopedilum primolinum var album sein, die Orchidacea XYZ mitbestellt hat. Und das ist eine Orchidee, die endemisch auf Sumatra vorkommt und da im Tiefland wächst, also eine sehr wärmeliebende Orchidee und zudem revolverblühend und macht relativ kleine, aber sehr, sehr schöne Blüten und wird auch ganz oft für Hybriden genutzt. Also eine schöne Naturform mit so leicht buntem Laub und die Pflanze sieht super gesund aus, also da ist nichts dran auszusetzen. Ein Schild finde ich jetzt hier nicht, aber es kann sein, dass das einfach in den Topf tief reingeschoben wurde, damit man es nicht verliert. Vielleicht ist auch noch was im Topf. Also super schön. Alex, hast du was, worauf du dich freuen kannst? So, das stelle ich mal hier hin. Jetzt sehe ich hier nochmal so riesiges Laub. Und da würde ich auch auf Paphiopedilum setzen. Wow, okay. Das ist mal eine Pflanze. Die hat schon eine beachtliche Größe. Also ich kriege die hier gar nicht ganz drauf. Die hat so ein paar kleine Schadstellen, aber das ist absolut im Rahmen und wahnsinnig groß schon. Also eine wirklich tolle Pflanzengröße. Ich weiß nicht, ob die blühstark sein sollte, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die zumindest schon in die Nähe kommt. Das ist mit Sicherheit keine kleinbleibende und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das die Paphiopedilum Wössener Black Wing ist. Das ist eine, ich glaube 2009 registrierte Hybride aus zwei Naturformen, nämlich der berühmten Rothschildianum und der Anitum, und die wurde angemeldet von Franz Glanz. Und Franz Glanz hat ja selber auch eine Orchideengärtnerei in Unterwössen und ist verantwortlich für hunderte wahnsinnig toller Paphiopedilum-Hybriden. Also die asiatischen Frauenschuhe und Franz Glanz sind einfach ein Paar, das gut funktioniert. Also wenn ihr Franz Glanz Hybriden auf dem Markt seht, dann stehen die meistens wirklich für eine tolle Kreuzungsqualität, und die Wössener Black Wing ist wirklich ein Kracher. Da gibt es Formen, die wirklich black sind und total eindrucksvoll. Also ich würde sagen, das ist zum einen ein Schnäppchen gewesen, zum anderen eine wirklich völlig okaye Pflanze. Also groß und gesund. Da kann man nicht meckern. So, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wo ich die hinstellen soll. So, das müsste es jetzt eigentlich für Alex gewesen sein. Er hatte 2 Pflanzen mitbestellt und der Rest könnte für mich sein. So, dann machen wir doch mal weiter. Was haben wir denn hier? Das ist auch eine Habenaria röbelenii. Das ist eigentlich nur ein Synonym für die Rhodochelia. Die kennt ihr vielleicht, das ist eine relativ häufige Habenaria-Naturform und die habe ich in einer pinken Variante schon und hoffe jetzt so ein bisschen darauf, dass die einfach mal rot ist. Das fände ich richtig cool. Und ja, da bin ich sehr froh, dass die auch schon schönes Laub hat. Noch nicht ganz so groß wie meine, aber ich kultiviere auch sehr, sehr lichtstark. Von daher passt das schon. Und da sieht man auch, dass das Substrat weitgehend drin geblieben ist. Also die muss ich jetzt dieses Jahr irgendwie nicht topfen oder noch großartig quälen. Da mache ich gleich einfach das Papier ab und dann ist gut. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Bisher kann ich echt nicht meckern bei der Qualität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis. So. Oh, da kommt noch was Kleines. Was ist das? Oh, ja, da habe ich eine Idee. Das müsste eine der Spatoglottis sein. Vielleicht Pubescens. Tada, Pubescens. Spatoglottis pubescens. Wunderschöne Erdorchideen. Habe ich in Thailand selber gesehen, auch in Blüte. Ich blende euch auch mal ein Bild ein.
Es sind wirklich wunderschöne, gelbe, sehr große Blüten. Die Pflanze selber ist sicherlich noch nicht blühstark, aber alle terrestrischen, die ich gekauft habe, sind ja als 1 Jahr bis blühstark oder blühstark angegeben. Hier würde ich sagen, ja, das könnte gut noch 1 Jahr oder 2 brauchen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Die habe ich jetzt schon 1 Jahr lang gesucht und gefunden. Ich habe schon, ich glaube, 3 Spathoglottis-Arten und eine weitere ist hoffentlich auch noch hier drin. Und ja, also absolut in Ordnung. Substrat auch hier drin geblieben, gut abgedeckt. Pflanze sieht gesund aus. Laub ist prima. Also gefällt mir richtig gut. So, was haben wir hier? Pectelis cambodgiana. Eine Pectelis-Orchidee aus, jetzt dürft ihr raten, Kambodscha, kommt aber auch in Vietnam vor und die macht ganz weiße, elegante Blüten, wie das für Pectelis üblich ist. Und hier sieht das Laub auch tadellos aus, also gefällt mir richtig gut. Alles an Substrat ist im Topf geblieben, perfekt beschriftet. So mag ich das. So, jetzt kommt es nochmal ganz klein und das dürfte dann die Spathoglossis hardingiana sein. Hatte ich vorher noch nie gehört, habe ich tatsächlich auf der Website entdeckt. Die ist wirklich petit, aber sieht gesund aus, hat ein bisschen braune Spitze, aber das tut nichts, da bin ich mir sicher. Und die kommt aus Myanmar, Thailand und Malaysia und wächst sogar eher lithophytisch, also in Karststeinfelsen. Und da bildet sich dann natürlich auch immer so ein bisschen Humus, aber das ist auf jeden Fall keine ganz klassisch terrestrische Orchidee. Und die hat ganz spannend geformte Blüten. Und deswegen habe ich sie auch bestellt, weil die sofort geschrien haben, kauf mich. Die haben so eine ganz krasse Magentafarbe. Und da bin ich schon sehr gespannt. Aber da würde ich jetzt auch vom Gefühl her sagen, die brauchen noch ein Momentchen. Also Spathoglottis, die blühen sollen, die sind in der Regel ein bisschen größer. Also da erwarte ich jetzt in dieser Saison noch nichts. So, wir haben 5 terrestrische und ich habe 6 bestellt. Das heißt, hier müsste dann die letzte im Bunde sein. Und da sieht man auch schon was. Das ist die Habenaria canea, wenn ich jetzt richtig liege. Ja, das ist Habenaria canea. Ich versuche mal das Laub besser einzufangen. Das ist jetzt hier noch sehr klein, die entwickelt sich gerade erst, aber da kommt noch einiges. Und mit Sicherheit auch noch diese Saison. Ist das nicht ein wahnsinnig schönes Laub mit dieses gefleckte, naja, fast so ein bisschen metallische, braune. Also die ist wirklich unglaublich schön, auch ohne Blüte und das liebe ich ja. Und die macht darüber hinaus tatsächlich auch noch sehr, sehr schöne Blüten. So ganz zart rosane Blüten, relativ nah über dem Laub. Also nicht so einen ganz langen Blütentrieb, zumindest habe ich keine entsprechenden Fotos gesehen. Also ja, da bin ich sehr gespannt. So, ich stelle das nochmal zur Seite. Und dann machen wir noch mal ein Gruppenbild, würde ich vorschlagen. Also, ich bin Fan. Ich muss sagen, alle Pflanzen sind heile angekommen. Hier noch mal die gigantische für Alex und die kleine Premolinum. Und ja, also da kann man wirklich nicht meckern. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Die Pflanzen sehen erstmal alle total gesund aus. Ich finde, das Laub hat sich schön entwickelt bei den terrestrischen. Ich glaube auch, dass die Angaben zu Blühstärke realistisch sind. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit bei Orchideengärtnereien. Also ich muss sagen, ich bin Fan. Die Lieferzeit war sehr, sehr kurz. Also ja, die müssten mich jetzt gar nicht bezahlen, damit ich sowas sage. Tun sie ja nicht. Aber ja, absolut überzeugend. Danke Orchids & More. Hat mir Spaß gemacht, das auszupacken und ich freue mich über jede einzelne Pflanze. Und dann baue ich mal hier dieses Chaos wieder ab. Oh Gott.
Ich denke, ich muss saugen. So, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Auspacken. Ich habe eigentlich immer Spaß beim Auspacken, aber ganz besonders, wenn es Orchideen sind. Und wenn euch das Video gefallen hat, also mein erstes Unboxing-Video, dann lasst gerne ein Like da. Lasst mich noch darauf hinweisen, dass es unbezahlte Werbung war. Also ich habe keine Kooperation mit Orchids & More. Und das ist sicherlich naheliegend bei meinen Followerzahlen, dass noch keine Orchideengärtnerei dafür bezahlt, dass ich ihre Pflanzen vorstelle. Ich mache das zum reinen Vergnügen und ich hoffe, ihr habt auch Vergnügen daran. Schreibt es dann gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch Ideen für Videos habt, jenseits von Pflanzenporträts, Unboxing, dann lasst auch gerne einen Kommentar dazu da. Ich freue mich über jede Anregung und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und have fun with Orchids. Macht's gut.